Was ist eigentlich eine Exkommunikation? Ich war überzeugt, die Antwort zu kennen, bis ich gestern etwas gelesen habe, was mich wirklich stutzig gemacht hat. Im letzten Short habe ich angekündigt, dass wir uns der Frage widmen, ob eine Exkommunikation unrecht oder sogar ungültig sein kann. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich noch kurz die Grundlagen zu diesem Thema zusammenfassen. Das Video wird wohl etwas länger, da ich auf mehrere Punkte eingehen möchte, die ihr in den Kommentaren angefragt habt. Schauen wir uns zuerst die Exkommunikation als solche an. Ich lese hierzu aus meinem Buch K und K auf dem Jakobsweg, Katze und Katechismus, wo ich den Katechismus von Pius X. kommentiere. Einige Kapitel aus diesem Buch sind übrigens auch als Videos in der Katechismus-Playlist zu finden, Link in der Beschreibung. Vor einiger Zeit haben wir über die Gemeinschaft der Heiligen gesprochen, in der ein Austausch der geistigen Güter stattfindet. In den Punkten 124 bis 130 zählt der Katechismus auf, wer nicht ein Teil dieser Gemeinschaft ist und erklärt diese Begriffe. Aus der Gemeinschaft der Heiligen ist ausgeschlossen, wer außerhalb der Kirche ist: die Verdammten, die Ungläubigen, die Juden, die Irrgläubigen, die Abgefallenen, die Schismatiker und die Exkommunizierten. Die Exkommunizierten sind die Getauften, die wegen schwerer Schuld von der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen werden, damit sie die übrigen nicht verderben und mit diesem letzten Heilmittel bestraft und zurechtgewiesen werden. Exkommunikation ist die höchste kirchliche Strafe. Sie bedeutet den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Kirche. Es gibt dabei sowohl die Exkommunikation, die verhängt wird, sowie die sogenannte Excommunicatio late sententiae, ohne Rechtsspruch, die automatisch eintritt, wenn man die damit belegte Tat begeht. Das kanonische Recht zählt hier folgende mit automatischer Exkommunikation verbundene Straftaten auf: Wegwerfen oder Wegnehmen der eucharistischen Gestalten in sakrilegischer Absicht, physische Gewalt gegenüber dem Papst, der Versuch, jemandem eine Absolution zu erteilen, der zusammen mit diesem Priester eine Sünde gegen das 6. Gebot begangen hat, sogenannte Absolutio Complicis, Bischofsweihe ohne apostolisches Mandat, der Versuch der Priesterweihe einer Frau, die Verletzung des Beichtgeheimnisses, Abtreibung inklusive Pille danach für alle aktiv Beteiligten, Apostasie, Häresie, Schisma. Die Apostolische Konstitution Universi Dominici Gregis vom Jahr 1996 hat noch zusätzliche Fälle eingeführt: Verletzung des Geheimnisses bei der Papstwahl durch das Hilfspersonal, Simonie bei der Papstwahl, sich beeinflussen lassen durch Dritte und Absprachen zwischen den Elektoren bei Konklave. Eine Exkommunikation ist kein vollständiger Ausschluss, denn das Taufsiegel kann niemals rückgängig gemacht werden. Eine gültig getaufte Person bleibt also für immer getauft und gehört daher in gewisser Weise auch immer zur Kirche. Schauen wir uns deshalb im Volkskatechismus von Franz Spirago an, was dieser Ausschluss aus der Gemeinschaft der Heiligen bedeutet. Die katholische Kirche hat das Recht, schädliche Mitglieder aus der Kirche auszuschließen, zu exkommunizieren. Der Exkommunizierte verliert das Recht auf die geistigen Güter der Kirche, auf die Teilnahme am Gottesdienst, auf den Empfang der Sakramente, auf ein kirchliches Amt, auf das kirchliche Begräbnis. Er hat keinen Anteil mehr an den Gebeten und Segnungen der Kirche und desgleichen. Soweit die klassischen Katechismen. Erst gestern musste ich jedoch mit Staunen feststellen, dass sich die Bedeutung des Begriffs mittlerweile offenbar verändert hat. Auf der Seite Catholic Answers heißt es: Der Kodex von 1917 legte fest, dass die Exkommunikation eine Kirchenstrafe ist, durch die man von der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen wird. Kanon 2257, Paragraph 1. Diese Bestimmung wurde jedoch im Kodex von 1983 nicht übernommen und ist somit außer Kraft getreten.
Heute bedeutet Exkommunikation also nicht mehr, dass man nicht mehr zur Kirche gehört. Stattdessen untersagt die aktuelle Stand 2021 Fassung des Kirchenrechts der exkommunizierte Person eine Reihe von Handlungen. Kanon 1331. Und in diesem Kanon, Paragraph 1, lesen wir, dem Exkommunizierten ist untersagt, das eucharistische Opfer und andere Sakramente zu feiern, Sakramente zu empfangen, Sakramentalien zu spenden und andere Zeremonien des liturgischen Kultes zu feiern, irgendeinen aktiven Anteil an den vorgenannten Zelebrationen zu haben, kirchliche Ämter, Aufgaben, Dienste und Funktionen auszuüben, Akte der Leitungsgewalt zu setzen. Das bedeutet nicht, dass exkommunizierte Personen nicht an liturgischen Feiern teilnehmen dürfen. Tatsächlich sind sie weiterhin zur Erfüllung der Sonntagspflicht verpflichtet. Untersagt ist ihnen jedoch die aktive Teilnahme im kirchenrechtlichen Sinne, also etwa die Übernahme liturgischer Dienste oder eben der Empfang der Sakramente. Nun zum Thema Exkommunikation im Verhältnis zu Todsünde. Hängen die zwei untrennbar zusammen? Landet jeder Exkommunizierte automatisch in der Hölle? Exkommunikation und Todsünde werden manchmal miteinander verwechselt, obwohl sie verschiedene Ebenen betreffen. Die Todsünde betrifft die Beziehung des Menschen zu Gott. Wer eine Todsünde begeht, verliert die heiligmachende Gnade und kann ohne Reue und sakramentale Beichte die Eucharistie nicht würdig empfangen. Nur zur Erinnerung nach dem Katechismus von Pius X. wieder. Es gibt zwei Arten von persönlichen Sünden, die Todsünde und die lästliche Sünde. Die Todsünde ist ein Ungehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes in einer schwerwiegenden Sache, die mit vollem Bewusstsein und freier Zustimmung begangen wird. Die schwere Sünde wird Todsünde genannt, weil sie die Seele der göttlichen Gnade beraubt, die ihr Leben ist, ihr die Verdienste und die Fähigkeit nimmt, neue zu gewinnen, und sie sich dadurch der ewigen Strafe des ewigen Todes in der Hölle schuldig macht. Die Exkommunikation dagegen ist eine kirchenrechtliche Strafe. Sie betrifft die rechtliche Gemeinschaft mit der Kirche und hat bestimmte Rechtsfolgen. Die beiden hängen zwar oft zusammen, sind aber nicht identisch. Beispiele: Jemand begeht einen Ehebruch. Das ist eine Todsünde, er ist aber nicht exkommuniziert. Zweiter Fall: Jemand nimmt eine geweihte Hostie weg, um sie zu entweihen. Das ist nicht nur eine schwere Sünde, sondern zieht unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch eine Exkommunikation nach sich. Es bleibt noch die Frage, ob es noch die dritte Möglichkeit gibt, dass jemand exkommuniziert ist, ohne sich eine Todsünde schuldig gemacht zu haben. Idealerweise nicht. Aber wie wir schon bei Thomas von Aquin sehen werden, es kann in der Praxis vorkommen. Thomas antwortet darauf: Eine Exkommunikation kann aus zwei Gründen ungerecht sein. Erstens auf Seiten des Urhebers, etwa wenn jemand aus Hass oder Zorn exkommuniziert. In diesem Fall entfaltet die Exkommunikation dennoch ihre Wirkung, auch wenn der Urheber sündigt, denn der Exkommunizierte erleidet sie zu Recht, selbst wenn der Urheber bei der Verhängung Unrecht gehandelt hat. Zweitens auf Seiten der Exkommunikation selbst, etwa wenn kein hinreichender Grund vorliegt oder das Urteil unter Missachtung der rechtlichen Formen ergangen ist. Ist der Fehler im Urteil in diesem Fall so beschaffen, dass er das Urteil nichtig macht, so bleibt es wirkungslos, da keine Exkommunikation vorliegt. Hebt der Fehler das Urteil jedoch nicht auf, so tritt die Wirkung ein und der Exkommunizierte sollte sich demütig fügen, was ihm als Verdienst angerechnet wird, und entweder von demjenigen, der ihn exkommuniziert hat, die Absolution erbitten oder an einen höheren Richter appellieren. Würde er das Urteil hingegen missachten, so beginge er ipso facto eine Todsünde. Bisweilen kommt es jedoch vor, dass zwar auf Seiten des Exkommunizierenden ein hinreichender Grund vorliegt, nicht aber auf Seiten des Exkommunizierten, etwa wenn ein Mann wegen eines Verbrechens exkommuniziert wird, das er zwar nicht begangen hat,
das ihm aber nachgewiesen wurde. Fügt er sich in diesem Fall demütig, so wird der Verdienst seiner Demut den durch die Exkommunikation entstandenen Schaden ausgleichen. Die Rechtsstrafe und die moralische Schuld sind nicht deckungsgleich. Kirchenstrafen setzen grundsätzlich eine schuldhafte Handlung voraus, aber sie beurteilen nicht unmittelbar den Gnadenstand der Seele. Nur Gott kennt mit Sicherheit, ob jemand sich im Stand der Gnade befindet. Eine ungerechte Exkommunikation kann jemanden äußerlich von den Gütern der Kirche ausschließen, sie kann aber nicht die Gnade Gottes wegnehmen, wenn der Betroffene unschuldig ist. Deshalb kann ein zu Unrecht Exkommunizierter vor Gott weiterhin gerecht sein. Die berühmteste Person, die exkommuniziert und später dennoch heilig gesprochen wurde, ist die heilige Johanna von Arc. Es gibt aber noch weitere Beispiele. Wir können also zusammenfassen, nicht jede Todsünde exkommuniziert und auch nicht jede Exkommunikation beweist eine Todsünde. Wie wir bereits gesehen haben, spricht Thomas schon die Möglichkeit einer Berufung von der Exkommunikation an. Das heutige CIC sieht mehrere Rechtsmittel vor. Wenn ein Bischof oder ein kirchliches Gericht die Exkommunikation durch Dekret oder Urteil verhängt hat, bestehen insbesondere folgende Möglichkeiten: Verwaltungsbeschwerde, der hierarchische Rekurs oder gegen ein Verwaltungsdekret, Kanones 1732 bis 1739, Berufung gegen ein gerichtliches Urteil, Kanones 1628 fortfolgend, Antrag auf Wiederaufnahme oder Nichtigkeitserklärung, wenn schwerwiegende Verfahrensfehler vorliegen. Dabei wird geprüft, ob das Verfahren korrekt war, ob der Tatbestand tatsächlich erfüllt ist, ob das Recht richtig angewandt wurde. Bei einer Tatstrafe, also Late Sententia Exkommunikation, ist die Lage etwas anders. Die Exkommunikation tritt, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind, Kraft Gesetzes ein. Es gibt zunächst kein Urteil, gegen das man Berufung einlegen könnte. Wenn aber die zuständige Autorität später förmlich feststellt in einer Deklaration, dass jemand exkommuniziert ist, kann gegen diese Feststellung wiederum ein Rechtsmittel eingelegt werden. Wenn im Fall einer Late Sententia Exkommunikation, das Thema, das wir derzeit diskutieren, die Dikasterium für die Glaubenslehre eine Deklaration erlässt, gibt es auch grundsätzlich Rechtsmittel, aber sie sind enger und führen nicht einfach zu einer Berufung wie bei einem Diözesangericht. Zunächst kann man beim Dikasterium selbst die Rücknahme, Korrektur oder Aufhebung beantragen, Vergleich Kanon 1734. Gegen Akte von Dikasterien des Heiligen Stuhls gibt es nicht einfach einen Rekurs an einen höheren Verwaltungsvorgesetzten, weil das Dikasterium im Namen des Papstes handelt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Rekurs an die apostolische Signatur erfolgen, insbesondere wenn geltend gemacht wird, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig sei. Geprüft wird dann vor allem, wurde das zuständige Verfahren eingehalten, wurden Verteidigungsrechte gewahrt, hat das Dikasterium das Recht korrekt angewandt. Ist die Begründung ausreichend? Der Betroffene kann insbesondere vorbringen, dass die Exkommunikation nie eingetreten ist, etwa weil der Straftatbestand nicht erfüllt war, kein vorsätzliches Handeln vorlag, ein Entschuldigungsgrund nach Kanones 1323 bis 24 bestand, die Tat gar nicht unter das betreffende Strafgesetz fällt. Der entscheidende Punkt hier ist, selbst wenn die Deklaration von Glaubensdikasterium kommt, ist sie nicht automatisch unantastbar. Nach den Weihen 1988 wandten sich Vertreter der Piusbruderschaft an die zuständigen römischen Stellen und machten geltend, dass die Voraussetzungen der automatischen Exkommunikation nicht vorgelegt hätten. Es fand aber kein Verfahren statt, soweit wir wissen. Rom sagte einfach, es liegt kein Notstand vor. Viele Kanonisten, auch solche, die keineswegs der Piusbruderschaft nahestehen, weisen darauf hin, dass die Beurteilung eines behaupteten Notstands keine rein mechanische Feststellung ist. Sie erfordert rechtliche Würdigung.
Deshalb wird diskutiert, ob eine bloße Deklaration ohne vorherige Anhörung und umfassende Prüfung aus rechtlicher Sicht ausreichend war. Und noch eine Frage kam in euren Kommentaren vor, die tatsächlich bereits Thomas von Aquin in seiner Summa Theologiae beantwortet. Kann ein Mensch exkommuniziert werden, der bereits exkommuniziert ist? Und wir schauen uns insbesondere den zweiten Einwand an. Exkommunikation bedeutet den Ausschluss von göttlichen Dingen und der Gemeinschaft der Gläubigen. Doch wenn jemand einmal etwas verloren hat, kann es ihm nicht erneut genommen werden. Daher kann ein Exkommunizierter nicht erneut exkommuniziert werden. Auf der anderen Seite, Exkommunikation ist Strafe und Heilmittel zugleich. Strafen und Heilmittel werden wiederholt, wenn nötig. Daher kann auch Exkommunikation wiederholt werden. Ich antworte, ein Mensch, der einmal exkommuniziert ist, kann erneut exkommuniziert werden, entweder durch Wiederholung derselben Exkommunikation zu seiner größeren Scham, damit er der Sünde entsagt, oder aus einem anderen Grund. Es gibt also so viele Hauptexkommunikationen wie Gründe für seine Exkommunikation. Antwort auf Einwand 2. Obwohl ein Ausschluss an sich weder mehr noch weniger wird, kann es dies hinsichtlich seiner Ursachen tun. Auf diese Weise kann eine Exkommunikation wiederholt werden und ein Mensch, der mehrmals exkommuniziert wurde, ist weiter von den Gebeten der Kirche entfernt als einer, der nur einmal exkommuniziert wurde. Die Landschaftsaufnahmen in diesem Video sind übrigens bei meinem Sonntagsspaziergang auf dem Jakobsweg im Süden von Nürnberg entstanden. Wenn euch Pilgern interessiert, schaut gerne bei meinem zweiten Kanal Camino Katze vorbei. Dort nehme ich euch auf meine Caminos mit und dort gibt es auch unterwegs immer wieder kleine geistliche und theologische Gedanken.